In diesem Video lernen wir die wichtigsten Regeln für die Zeitformen Präsens, Perfekt und Präteritum in der deutschen Sprache auf einfache Weise und mit klaren Beispielen. Warum sind diese Zeitformen wichtig? Präsens für die Gegenwart und tägliche Gewohnheiten. Perfekt für vergangene Ereignisse in alltäglichen Gesprächen. Präteritum wird häufiger in der Schrift und in Geschichten verwendet. 1. Erklärung von Präsens. Wie werden die regelmäßigen Verben konjugiert? Beispiel: Arbeiten, ich arbeite, du arbeitest, er, sie, es arbeitet. Sprechen, ich spreche, du sprichst, er, sie, es spricht. Beispiele mit Sätzen: Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Er arbeitet im Büro. Er arbeitet im Büro. Wir spielen Fußball. Wir spielen Fußball. 2. Erklärung von Perfekt. Perfekt in der deutschen Sprache. Das Perfekt ist eine der Zeiten, die in der deutschen Sprache verwendet werden, um die Vergangenheit auszudrücken. Es wird oft in der gesprochenen Sprache verwendet, um über Ereignisse zu sprechen, die passiert und abgeschlossen sind. Bildung des Perfekts. Das Perfekt besteht aus 2 Hauptbestandteilen. 1. Das Hilfsverb haben oder sein im Präsens. 2. Das Partizip 2, die Vergangenheitsform des Hauptverbs. Die allgemeine Regel für die Verwendung von haben oder sein. Haben wird mit den meisten Verben verwendet. Sein wird mit Verben verwendet, die Bewegung oder Zustandsänderung anzeigen. Bildung des Partizip 2. Normalerweise wird das Partizip 2 gebildet, indem man g an den Anfang des Verbs und t oder n an das Ende des Verbs anfügt. Es gibt jedoch Ausnahmen und spezielle Regeln für einige Verben. Verb lernen und Verb gehen. Verb lernen. Ich habe gelernt. Du hast gelernt. Er, sie, es hat gelernt. Wir haben gelernt. Ihr habt gelernt. Sie haben gelernt. Verb gehen. Ich bin gegangen. Du bist gegangen. Er, sie, es ist gegangen. Wir sind gegangen. Ihr seid gegangen. Sie sind gegangen. Schritte zur Bildung des Perfekts. Wählen Sie das passende Hilfsverb haben oder sein. Das Hauptverb in das Partizip 2 umwandeln. Die Satzstellung: Das Hilfsverb steht an zweiter Stelle und das Hauptverb am Ende des Satzes. Wie wird Perfekt gebildet? Hilfsverb haben sein plus Partizip 2, dritte Form des Verbs. Haben mit den meisten Verben. Ich habe gelernt. Ich habe gelernt. Sein mit Bewegungsverben. Ich bin gegangen. Ich bin gegangen. Beispiele. Frage. Was hast du gestern gemacht? Was hast du gestern gemacht? Was hast du gestern gemacht?
Von 9 Uhr bis 14 Uhr habe ich gearbeitet. Von 9 Uhr bis 14 Uhr habe ich gearbeitet. Letzten Abend habe ich ferngesehen. Letzten Abend habe ich ferngesehen. Und du? Was hast du gestern gemacht? Gestern habe ich E-Mails geschrieben. Gestern habe ich E-Mails geschrieben. Am Nachmittag habe ich Pasta gekocht. Am Nachmittag habe ich Pasta gekocht. Ich habe nichts gemacht. Ich war zu faul. Ich habe nichts gemacht. Ich war zu faul. Was hast du am Wochenende gemacht? Am Wochenende habe ich Picknick gemacht. Am Wochenende habe ich Picknick gemacht. Ja oder Nein Frage. Bist du nach Berlin gefahren? Bist du nach Berlin gefahren? Ich bin spazieren gegangen. Ich bin spazieren gegangen. Ich habe viel geschlafen. Ich habe viel geschlafen. Ich habe viele Filme gesehen. Ich habe viele Filme gesehen. Ich habe mein Auto gewaschen. Ich habe mein Auto gewaschen. Ich habe viel eingekauft. Ich habe viel eingekauft. Ich habe mich auf eine Prüfung vorbereitet. Ich habe mich auf eine Prüfung vorbereitet. Was hast du gestern gemacht? Was hast du gestern gemacht? Ich bin mit Freunden in die Disco gegangen. Ich bin mit Freunden in die Disco gegangen. Und du? Was hast du gemacht? Und du? Was hast du gemacht? Ich bin mit meiner Freundin ins Restaurant gegangen. Ich bin mit meiner Freundin ins Restaurant gegangen. Das Wochenende war sehr schön. Am Samstag habe ich mein Zimmer aufgeräumt und bin ich mit Freunden ins Kino gegangen. Der Film war interessant. Am Sonntag habe ich meine Eltern besucht und wir haben ein Picknick gemacht. Danach hatte ich eine Party zu Hause. Das Wochenende war sehr schön. Am Samstag habe ich mein Zimmer aufgeräumt und bin ich mit Freunden ins Kino gegangen. Der Film war interessant. Am Sonntag habe ich meine Eltern besucht und wir haben ein Picknick gemacht. Danach hatte ich eine Party zu Hause. Und was hast du am Wochenende gemacht? Ich habe gestern Fußball gespielt. Ich habe gestern Fußball gespielt. Wir sind nach Berlin gefahren. Wir sind nach Berlin gefahren. Sie hat ein schönes Bild gemalt. Sie hat ein schönes Bild gemalt. 3. Erklärung von Präteritum. Wie wird Präteritum gebildet? Regelmäßige Verben. Hinzufügen von T. Lernen. Ich lernte, du lerntest, er, sie, es lernte. Unregelmäßige Verben.
Spezielle Konjugation. Gehen, ich ging, du gingst. Beispiele. Ich ging ins Kino. Ich ging ins Kino. Sie schrieb einen Brief. Sie schrieb einen Brief. Wir aßen im Restaurant. Wir aßen im Restaurant. Vergleich zwischen den Zeitformen. Beispiel mit einer einzigen Satz, verblesen. Ich lese ein Buch. Ich lese ein Buch. Ich habe ein Buch gelesen. Ich habe ein Buch gelesen. Ich las ein Buch. Ich las ein Buch. Ich spiele Fußball. Ich spiele Fußball. Ich habe Fußball gespielt. Ich habe Fußball gespielt. Ich spielte Fußball. Ich spielte Fußball. Sie sieht einen Film. Sie sieht einen Film. Sie hat einen Film gesehen. Sie hat einen Film gesehen. Sie sah einen Film. Sie sah einen Film. Ich esse Pizza. Ich esse Pizza. Ich habe Pizza gegessen. Ich habe Pizza gegessen. Ich aß Pizza. Ich aß Pizza. Ihr macht eure Hausaufgaben. Ihr macht eure Hausaufgaben. Ihr habt eure Hausaufgaben gemacht. Ihr habt eure Hausaufgaben gemacht. Ihr machtet eure Hausaufgaben. Ihr machtet eure Hausaufgaben. Ich gehe ins Kino. Ich gehe ins Kino. Ich bin ins Kino gegangen. Ich bin ins Kino gegangen. Ich ging ins Kino. Ich ging ins Kino. Sie fahren nach Berlin. Sie fahren nach Berlin. Sie sind nach Berlin gefahren. Sie sind nach Berlin gefahren. Sie fuhren nach Berlin. Sie fuhren nach Berlin. Ich trinke Wasser. Ich trinke Wasser. Ich habe Wasser getrunken.
Ich habe Wasser getrunken. Ich trank Wasser. Ich trank Wasser. Wir schreiben einen Brief. Wir schreiben einen Brief. Wir haben einen Brief geschrieben. Wir haben einen Brief geschrieben. Wir schrieben einen Brief. Wir schrieben einen Brief. Er spricht Deutsch. Er spricht Deutsch. Er hat Deutsch gesprochen. Er hat Deutsch gesprochen. Er sprach Deutsch. Er sprach Deutsch. Sie kauft einen Apfel. Sie kauft einen Apfel. Sie hat einen Apfel gekauft. Sie hat einen Apfel gekauft. Sie kaufte einen Apfel. Sie kaufte einen Apfel. Wir arbeiten im Büro. Wir arbeiten im Büro. Wir haben im Büro gearbeitet. Wir haben im Büro gearbeitet. Wir arbeiteten im Büro. Wir arbeiteten im Büro. Ihr kocht das Abendessen. Ihr kocht das Abendessen. Ihr habt das Abendessen gekocht. Ihr habt das Abendessen gekocht. Ihr kochtet das Abendessen. Ihr kochtet das Abendessen. Ich bleibe zu Hause. Ich bleibe zu Hause. Ich bin zu Hause geblieben. Ich bin zu Hause geblieben. Ich blieb zu Hause. Ich blieb zu Hause. Er singt ein Lied. Er singt ein Lied. Er hat ein Lied gesungen. Er hat ein Lied gesungen. Er sang ein Lied. Er sang ein Lied. Wir laufen im Park. Wir laufen im Park. Wir sind im Park gelaufen. Wir sind im Park gelaufen. Wir liefen im Park. Wir liefen im Park. Du schläfst lange. Du schläfst lange. Du hast lange geschlafen. Du hast lange geschlafen. Du schliefst lange. Du schliefst lange.
Ich bringe das Buch. Ich bringe das Buch. Ich habe das Buch gebracht. Ich habe das Buch gebracht. Ich brachte das Buch. Ich brachte das Buch. Sie lernt Deutsch. Sie lernt Deutsch. Sie hat Deutsch gelernt. Sie hat Deutsch gelernt. Sie lernte Deutsch. Sie lernte Deutsch. Er hilft seinem Bruder. Er hilft seinem Bruder. Er hat seinem Bruder geholfen. Er hat seinem Bruder geholfen. Er half seinem Bruder. Er half seinem Bruder. Wir wohnen in Berlin. Wir wohnen in Berlin. Wir haben in Berlin gewohnt. Wir haben in Berlin gewohnt. Wir wohnten in Berlin. Wir wohnten in Berlin. Sie kommen zur Party. Sie kommen zur Party. Sie sind zur Party gekommen. Sie sind zur Party gekommen. Sie kamen zur Party. Sie kamen zur Party. Ich verstehe die Aufgabe. Ich verstehe die Aufgabe. Ich habe die Aufgabe verstanden. Ich habe die Aufgabe verstanden. Ich verstand die Aufgabe. Ich verstand die Aufgabe. Er gibt mir ein Buch. Er gibt mir ein Buch. Er hat mir ein Buch gegeben. Er hat mir ein Buch gegeben. Er gab mir ein Buch. Er gab mir ein Buch. Wir finden den Schlüssel. Wir finden den Schlüssel. Wir haben den Schlüssel gefunden. Wir haben den Schlüssel gefunden. Wir fanden den Schlüssel. Wir fanden den Schlüssel. Du verlierst deinen Ausweis. Du verlierst deinen Ausweis. Du hast deinen Ausweis verloren. Du hast deinen Ausweis verloren. Du verlorst deinen Ausweis. Du verlorst deinen Ausweis. Sie nimmt den Zug. Sie nimmt den Zug. Sie hat den Zug genommen. Sie hat den Zug genommen.
Sie nahm den Zug. Sie nahm den Zug. Wir reisen nach Italien. Wir reisen nach Italien. Wir sind nach Italien gereist. Wir sind nach Italien gereist. Wir reisten nach Italien. Wir reisten nach Italien. Er steht vor der Tür. Er steht vor der Tür. Er hat vor der Tür gestanden. Er hat vor der Tür gestanden. Er stand vor der Tür. Er stand vor der Tür. Du vergisst den Termin. Du vergisst den Termin. Du hast den Termin vergessen. Du hast den Termin vergessen. Du vergaßest den Termin. Du vergaßest den Termin. Er besucht seine Großmutter. Er besucht seine Großmutter. Er hat seine Großmutter besucht. Er hat seine Großmutter besucht. Er besuchte seine Großmutter. Er besuchte seine Großmutter. Sie trägt ein Kleid. Sie trägt ein Kleid. Sie hat ein Kleid getragen. Sie hat ein Kleid getragen. Sie trug ein Kleid. Sie trug ein Kleid. Ich frage den Lehrer. Ich frage den Lehrer. Ich habe den Lehrer gefragt. Ich habe den Lehrer gefragt. Ich fragte den Lehrer. Ich fragte den Lehrer. Du antwortest auf die Frage. Du antwortest auf die Frage. Du hast auf die Frage geantwortet. Du hast auf die Frage geantwortet. Du antwortetest auf die Frage. Du antwortetest auf die Frage. Sie backen einen Kuchen. Sie backen einen Kuchen. Sie haben einen Kuchen gebacken. Sie haben einen Kuchen gebacken. Sie backten einen Kuchen. Sie backten einen Kuchen. Er hält das Glas. Er hält das Glas.
Er hat das Glas gehalten. Er hat das Glas gehalten. Er hielt das Glas. Er hielt das Glas. Sie zieht eine Jacke an. Sie zieht eine Jacke an. Sie hat eine Jacke angezogen. Sie hat eine Jacke angezogen. Sie zog eine Jacke an. Sie zog eine Jacke an. Wir planen eine Reise. Wir planen eine Reise. Wir haben eine Reise geplant. Wir haben eine Reise geplant. Wir planten eine Reise. Wir planten eine Reise. Er springt ins Wasser. Er springt ins Wasser. Er ist ins Wasser gesprungen. Er ist ins Wasser gesprungen. Er sprang ins Wasser. Er sprang ins Wasser. Sie studiert Medizin. Sie studiert Medizin. Sie hat Medizin studiert. Sie hat Medizin studiert. Sie studierte Medizin. Sie studierte Medizin. Ich suche meine Schlüssel. Ich suche meine Schlüssel. Ich habe meine Schlüssel gesucht. Ich habe meine Schlüssel gesucht. Ich suchte meine Schlüssel. Ich suchte meine Schlüssel. Er sieht fern. Er sieht fern. Er hat fern gesehen. Er hat fern gesehen. Er sah fern. Er sah fern. In diesem Video lernen wir, wie man die Modalverben können, müssen, dürfen, wollen, sollen und mögen in den Zeitformen Präsens, Perfekt und Präteritum korrekt verwendet. Mit vielen klaren Beispielen. Warum sind Modalverben wichtig? Präsens. Modalverben werden verwendet, um Notwendigkeit, Möglichkeit oder Wunsch in der Gegenwart auszudrücken. Beispiel: Ich kann Deutsch sprechen. Ich kann Deutsch sprechen. Perfekt. Modalverben werden benutzt, um dieselben Bedeutungen in der nahen Vergangenheit auszudrücken. Beispiel: Ich habe Deutsch sprechen können. Ich habe Deutsch sprechen können. Präteritum.
Modalverben werden oft in schriftlichen Texten und Erzählungen verwendet. Beispiel: Ich konnte Deutsch sprechen. Ich konnte Deutsch sprechen. 2 Modalverben im Detail erklärt. 1. Das Modalverb können. Präsens, Gegenwart. Das Modalverb können drückt die Fähigkeit oder Möglichkeit aus, etwas zu tun. Konjugation im Präsens. Ich kann. Du kannst. Er, sie, es kann. Wir können. Ihr könnt. Sie können. Beispiel: Ich kann singen. Ich kann singen. Perfekt Vergangenheit. Im Perfekt wird können verwendet, um über eine Fähigkeit in der Vergangenheit zu sprechen. Regel: haben plus Infinitiv des Hauptverbs plus können. Beispiel: Ich habe ein Lied singen können. Ich habe ein Lied singen können. Präteritum, Vergangenheit. Das Präteritum von können beschreibt ebenfalls eine Fähigkeit in der Vergangenheit, wird aber häufiger in der Schriftsprache verwendet. Konjugation im Präteritum. Ich konnte. Du konntest. Er, sie, es konnte. Wir konnten. Ihr konntet. Sie konnten. Beispiel: Ich konnte ein Lied singen. Ich konnte ein Lied singen. Konjugation im Präsens. Ich kann. Du kannst. Er, sie, es kann. Wir können. Ihr könnt. Sie können. Perfekt Vergangenheit. Regel: haben plus Infinitiv des Hauptverbs plus können. Konjugation im Präteritum. Ich konnte. Du konntest. Er, sie, es konnte. Wir konnten. Ihr konntet. Sie konnten. Vergleich zwischen den Zeitformen. Beispiel mit einer einzigen Satz. Ich kann singen. Ich kann singen. Ich habe ein Lied singen können. Ich habe ein Lied singen können. Ich konnte ein Lied singen. Ich konnte ein Lied singen. Konjugation im Präsens. Ich muss. Du musst. Er, sie, es muss. Wir müssen. Ihr müsst. Sie müssen. Regel: haben und Infinitiv des Hauptverbs und müssen. Konjugation im Präteritum. Ich musste. Du musstest. Er, sie, es musste. Wir mussten. Ihr musstet. Sie mussten. Ich muss arbeiten. Ich muss arbeiten. Ich habe arbeiten müssen.
Ich habe arbeiten müssen. Ich musste arbeiten. Ich musste arbeiten. Konjugation im Präsens. Ich darf. Du darfst. Er, sie, es darf. Wir dürfen. Ihr dürft. Sie dürfen. Regel, haben und Infinitiv des Hauptverbs und dürfen. Konjugation im Präteritum. Ich dürfte. Du dürftest. Er, sie, es dürfte. Wir dürften. Ihr dürftet. Sie dürften. Ich darf hier rauchen. Ich darf hier rauchen. Ich habe hier rauchen dürfen. Ich habe hier rauchen dürfen. Ich dürfte hier rauchen. Ich dürfte hier rauchen. Konjugation im Präsens. Ich will. Du willst. Er, sie, es will. Wir wollen. Ihr wollt. Sie wollen. Regel, haben und Infinitiv des Hauptverbs und wollen. Konjugation im Präteritum. Ich wollte. Du wolltest. Er, sie, es wollte. Wir wollten. Ihr wolltet. Sie wollten. Ich will ins Kino gehen. Ich will ins Kino gehen. Ich habe ins Kino gehen wollen. Ich habe ins Kino gehen wollen. Ich wollte ins Kino gehen. Ich wollte ins Kino gehen. Konjugation im Präsens. Ich soll. Du sollst. Er, sie, es soll. Wir sollen. Ihr sollt. Sie sollen. Regel, haben und Infinitiv des Hauptverbs und sollen. Konjugation im Präteritum. Ich sollte. Du solltest. Er, sie, es sollte. Wir sollten. Ihr solltet. Sie sollten. Ich soll mehr Wasser trinken. Ich soll mehr Wasser trinken. Ich habe mehr Wasser trinken sollen. Ich habe mehr Wasser trinken sollen. Ich sollte mehr Wasser trinken. Ich sollte mehr Wasser trinken. Konjugation im Präsens. Ich mag. Du magst. Er, sie, es mag. Wir mögen. Ihr mögt. Sie mögen. Regel, haben und Partizip 2 von mögen, gemocht. Konjugation im Präteritum. Ich mochte.
Du mochtest. Er, sie, es mochte. Wir mochten. Ihr mochtet. Sie mochten. Ich mag Schokolade. Ich mag Schokolade. Ich habe Schokolade gemocht. Ich habe Schokolade gemocht. Ich mochte Schokolade als Kind. Ich mochte Schokolade als Kind. Zusammenfassung. Die Modalverben im Perfekt folgen normalerweise der Regel haben und Infinitiv. Mögen ist eine Ausnahme und wird im Perfekt wie ein normales Verb mit Partizip 2, gemocht, gebildet. Beispiele: 1. Ich habe arbeiten müssen. Modalverb, müssen. 2. Ich habe ins Kino gehen wollen. Modalverb, wollen. 3. Ich habe Schokolade gemocht. Ausnahme, mögen. Vergleich der Zeiten der Modalverben. Zusammenfassung. Die Modalverben können, müssen, dürfen, wollen, sollen und mögen werden hauptsächlich verwendet, um Wünsche, Notwendigkeiten, Möglichkeiten und Erlaubnisse in verschiedenen Zeiten auszudrücken. Das Präsens wird verwendet, um Handlungen in der Gegenwart auszudrücken, das Perfekt für die nahe Vergangenheit und das Präteritum hauptsächlich in der schriftlichen Sprache oder Erzählungen. Trennbare Verben im Präsens. Regel: Das Präfix wird abgetrennt und steht am Ende des Satzes im Präsens. Beispiele: Ich stehe um 7 Uhr auf. Ich stehe um 7 Uhr auf. Sie ruft ihren Freund an. Sie ruft ihren Freund an. Wir machen die Tür zu. Wir machen die Tür zu. Trennbare Verben im Perfekt. Regel: Das Präfix bleibt mit dem Partizip 2 zusammen. G steht in der Mitte. Beispiele: Ich bin um 7 Uhr aufgestanden. Ich bin um 7 Uhr aufgestanden. Sie hat ihren Freund angerufen. Sie hat ihren Freund angerufen. Wir haben die Tür zugemacht. Wir haben die Tür zugemacht. Trennbare Verben im Präteritum. Regel:
Das Präfix wird im Satz abgetrennt und bleibt am Ende. Beispiele: Ich stand um 7 Uhr auf. Ich stand um 7 Uhr auf. Sie rief ihren Freund an. Sie rief ihren Freund an. Wir machten die Tür zu. Wir machten die Tür zu. Häufige Verben mit auf. Sie macht die Tür auf. Sie macht die Tür auf. Sie hat die Tür aufgemacht. Sie hat die Tür aufgemacht. Sie machte die Tür auf. Sie machte die Tür auf. Ich stehe um 7 Uhr auf. Ich stehe um 7 Uhr auf. Ich bin um 7 Uhr aufgestanden. Ich bin um 7 Uhr aufgestanden. Ich stand um 7 Uhr auf. Ich stand um 7 Uhr auf. Er hört mit dem Rauchen auf. Er hört mit dem Rauchen auf. Er hat mit dem Rauchen aufgehört. Er hat mit dem Rauchen aufgehört. Er hörte mit dem Rauchen auf. Er hörte mit dem Rauchen auf. Pass auf den Verkehr auf. Pass auf den Verkehr auf. Ich habe auf den Verkehr aufgepasst. Ich habe auf den Verkehr aufgepasst. Ich passte auf den Verkehr auf. Ich passte auf den Verkehr auf. Wir räumen das Zimmer auf. Wir räumen das Zimmer auf. Wir haben das Zimmer aufgeräumt. Wir haben das Zimmer aufgeräumt. Wir räumten das Zimmer auf. Wir räumten das Zimmer auf. Häufige Verben mit an. Ich rufe meinen Freund an. Ich rufe meinen Freund an. Ich habe meinen Freund angerufen.
Ich habe meinen Freund angerufen. Ich rief meinen Freund an. Ich rief meinen Freund an. Der Unterricht fängt um 9 Uhr an. Der Unterricht fängt um 9 Uhr an. Der Unterricht hat um 9 Uhr angefangen. Der Unterricht hat um 9 Uhr angefangen. Der Unterricht fing um 9 Uhr an. Der Unterricht fing um 9 Uhr an. Wir schauen einen Film an. Wir schauen einen Film an. Wir haben einen Film angeschaut. Wir haben einen Film angeschaut. Wir schauten einen Film an. Wir schauten einen Film an. Ich habe einen Pullover an. Ich habe einen Pullover an. Ich habe einen Pullover angehabt. Ich habe einen Pullover angehabt. Ich hatte einen Pullover an. Ich hatte einen Pullover an. Sie bietet Hilfe an. Sie bietet Hilfe an. Sie hat Hilfe angeboten. Sie hat Hilfe angeboten. Sie bot Hilfe an. Sie bot Hilfe an. Häufige Verben mit ein. Ich steige in den Bus ein. Ich steige in den Bus ein. Ich bin in den Bus eingestiegen. Ich bin in den Bus eingestiegen. Ich stieg in den Bus ein. Ich stieg in den Bus ein. Wir kaufen Lebensmittel ein. Wir kaufen Lebensmittel ein. Wir haben Lebensmittel eingekauft. Wir haben Lebensmittel eingekauft. Wir kauften Lebensmittel ein. Wir kauften Lebensmittel ein.
Ich lade dich zur Party ein. Ich lade dich zur Party ein. Ich habe dich zur Party eingeladen. Ich habe dich zur Party eingeladen. Ich lud dich zur Party ein. Ich lud dich zur Party ein. Das Baby schläft schnell ein. Das Baby schläft schnell ein. Das Baby ist schnell eingeschlafen. Das Baby ist schnell eingeschlafen. Das Baby schlief schnell ein. Das Baby schlief schnell ein. Sie richten die Wohnung ein. Sie richten die Wohnung ein. Sie haben die Wohnung eingerichtet. Sie haben die Wohnung eingerichtet. Sie richteten die Wohnung ein. Sie richteten die Wohnung ein. Häufige Verben mit zurück. Ich komme um 8 Uhr zurück. Ich komme um 8 Uhr zurück. Ich bin um 8 Uhr zurückgekommen. Ich bin um 8 Uhr zurückgekommen. Ich kam um 8 Uhr zurück. Ich kam um 8 Uhr zurück. Bitte gib das Buch zurück. Bitte gib das Buch zurück. Ich habe das Buch zurückgegeben. Ich habe das Buch zurückgegeben. Ich gab das Buch zurück. Ich gab das Buch zurück. Wir fahren morgen zurück. Wir fahren morgen zurück. Wir sind gestern zurückgefahren. Wir sind gestern zurückgefahren. Wir fuhren gestern zurück. Wir fuhren gestern zurück. Ich rufe dich später zurück. Ich rufe dich später zurück. Ich habe dich gestern zurückgerufen.
Ich habe dich gestern zurückgerufen. Ich rief dich gestern zurück. Ich rief dich gestern zurück. Sie lassen Ihre Sachen zurück. Sie lassen Ihre Sachen zurück. Sie haben Ihre Sachen zurückgelassen. Sie haben Ihre Sachen zurückgelassen. Sie ließen ihre Sachen zurück. Sie ließen ihre Sachen zurück.